Jawohl, meine lieben Freunde und Abonnenten, Zuschauer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Video. Dankeschön, wunderbar. Heute mit dem Thema der kleinen, aber nicht unwichtigen Wörter in der deutschen Sprache. Mich, mir, dich und dir. Wann werden diese Wörter wo in die jeweiligen Sätze integriert? Mich geht es gut. Ich fühle mir sehr toll. Ich sehe dir. Kennst du mehr? Genau das ist der Grund, warum ich euch heute dieses Video machen möchte, um euch genau zu erläutern, wann und vor allem, warum jeweils das Wort eingesetzt wird, damit der Satz grammatikalisch richtig ausgesprochen ausgedrückt wird. Hier noch einmal die Sätze, die ich eingangs falsch vorgetragen hatte. Mir geht es sehr gut. Ich fühle mich sehr toll. Ich sehe dich. Kennst du mich? Genau so wäre es richtig gewesen. Und so kann man das hinterher, wenn man denn weiß, wie die jeweilige Präposition oder auch die jeweilige Zeitform vorher lautet, damit genau das richtige Wort angewendet wird. Kommen wir zu den Zeitformen, die diese Wörter auslösen. Die erste Zeitform, die ich gerne ansprechen möchte, ist die Zeitform Akkusativ. Der Akkusativ, das muss ich zu Anfang schon noch kurz erklären, fragt, wen oder was. Er fragt also, wen oder was sehe ich? Und die Antwort lautet immer im Akkusativ, ich sehe dich. So wäre es richtig. Also, nun haben wir gelernt, dass die Zeitform Akkusativ, die nach wen oder was fragt, die Antwort im Akkusativ und das Wort dich auslöst. Also, wen sehe ich? Ich sehe dich. Und das ist in diesem Fall genau richtig. Denn, liebe Freunde, ich kann nicht hergehen und in der Akkusativzeit fragen, wen sehe ich? Und dann antworten in einer falschen Zeit, in einem falschen Wort, ich sehe dir. Das darf nicht funktionieren, liebe Freunde. Daher ist es richtig, wenn man hier für dieses Wort dich die Akkusativzeit verwendet. Akkusativ, das ist unser Grundsatz, Akkusativ ist gleich wen oder was. Und hier erfolgt dann die Antwort im Akkusativ. Wen sehe ich? Ich sehe dich. Nun, liebe Freunde, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer, wir verwenden also in der Akkusativzeit die beiden Wörter mich oder dich, weil der Akkusativ nach wen fragt und wir nur so in der Akkusativzeitform darauf antworten können. Wenn jemand mich oder dich sieht, wenn jemand mich oder dich hört, wenn jemand mich oder dich liebt, dann verwenden wir als Antwort die Akkusativzeitform mit dem jeweiligen richtigen kleinen Wort. Mich oder dich, liebe Freunde. So, die nächste Zeitform oder auch die zweite Zeitform, die wir hierfür benötigen,
ist die Dativzeitform, die ich auch ganz kurz nur anreißen möchte, um euch hier zu erklären, was die Dativzeitform überhaupt ist oder wie sie angewendet wird und warum es das überhaupt jetzt hier mit diesen Wörtern mich, dich, mir, dir etwas zu tun hat. Die Dativzeitform verwenden wir, wenn wir fragen, wem. Dann gibt es zur Antwort immer nur eine Dativantwort in Folge mit einem der beiden Wörter, mir oder dir. Wem gehört das Auto, welches da im Parkverbot steht? Das Auto gehört mir, ihr lieben Freunde. Da kann ich natürlich aus dem Dativ nicht mehr raus. Ich kann nicht sagen, dass das Auto mich gehört. Das kann ich so nicht sagen, das darf nicht sein. Das Auto gehört mir. Dieses Wort gehört in die Dativzeitform. Liebe Freunde, der Dativ fragt nach wem. Weitere Beispiele werde ich euch später noch anführen. Dann geht's weiter. Beispiele, die wir erst einmal im Akkusativ hier uns anhören möchten, damit wir verstehen, wie man die kleinen, dennoch sehr wichtigen Wörter anwendet in der deutschen Sprache. Oh ja, das wird sehr oft vergessen und auch immer wieder falsch gemacht. Ich habe tatsächlich Schüler gesehen, die das bis C1-Niveau falsch gemacht haben. Ist keine Schande, aber man muss es sich einmal eben aneignen, dass man das Ganze eben auch lernt und sich diese Videos hier anschaut. Dann kann man das ganz einfach mitnehmen, ihr Lieben. Lange Rede, kurzer Sinn, weiter geht's. Und nun habe ich ein Beispiel für eine Akkusativzeitform, in der ich natürlich, so wie es richtig ist, die beiden Wörter mich oder dich verwende. Ganz wichtig, liebe Freunde. Das erste Beispiel, was ich euch hier gerne angeben möchte, ist, Achtung, ich sehe mich im Spiegel. Das ist erst einmal richtig. Und jetzt kommt noch ein kleiner Trick, der euch durchaus auch helfen kann, um zu ermitteln, ob ihr euch gerade in der Akkusativ- oder in der Dativzeitform befindet. Das Wort sehe ist ein Verb, ein Tu-Wort. Dieses Tu-Wort löst in diesem Fall den Akkusativ oder die Akkusativzeitform aus. Ich sehe mich für die Akkusativzeitform im Spiegel. Jetzt kann ich auch noch das Ganze insoweit erweitern und fragen, wen sehe ich im Spiegel? Und nun die Antwort im Akkusativ mit dem richtigen Wort, liebe Freunde. Mich sehe ich im Spiegel. Hier könnte ich die Antwort im Dativ nicht geben, denn die würde lauten, mir sehe ich im Spiegel, und das darf nicht funktionieren. Einfach in diesem Fall fragen, wen sehe ich im Spiegel? Mich sehe ich im Spiegel, das ist es schon. Denkt euch dann einfach die Dativform erstmal so weit weg, als dass es sie gar nicht gäbe. Tatsächlich, ihr müsst nur fragen, wen. Das ist das Wichtigste überhaupt dabei. Dann weiter. Ich habe noch ein weiteres Beispiel für euch hier angeführt, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Und achtet auf die Verben in diesem Satz. Du ärgerst mich. Und wieder haben wir gleich vor diesem Wort, welches hier in der Akkusativzeitform eindeutig sich präsentiert. Mich, Akkusativzeitform,
wird ausgelöst durch das Verb ärgerst. Du ärgerst mich. Wen ärgerst du? Du ärgerst mich. Mich ärgerst du. Ich könnte auf die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, in der Akkusativ-Zeitform nicht antworten. Erst einmal die Frage nochmal. Wen ärgerst du? Ich könnte nun nicht im Dativ antworten. Achtung, mir. Das darf nicht funktionieren, Freunde. Das darf nicht funktionieren. Und das ist eine ganz einfache Regelung. Habt ihr das gemerkt, was da passiert? Ihr fragt einfach nur, wem und wen. Akkusativ ist wen, mehr nicht. Wenn ihr das dann ganz einfach mit der Antwort im Akkusativ so beantworten könnt, dass ihr das Wort mich dann auch noch richtig in diese Akkusativ-Zeitform reinnehmt, dann hört sich das nicht nur richtig an, sondern das Ganze ist auch richtig, liebe Freunde. So sieht es aus. So, dann als nächstes Beispiel, welches ich noch hier habe, und zwar für das kleine Wörtchen dich, im Akkusativ ebenfalls. Merkt ihr das? Merken, bitte schreibt euch das sehr gerne auf. Akkusativ mich, Akkusativ dich. Also kann man einfach machen, Akkusativ ist gleich mich, dich. Für mein Denken ist das weichere Wort. Das R ist das härtere Wort für mich. Oh, entschuldigt bitte, meine Kamera macht sich gerade selbstständig. Das ist eine sehr schöne Obspot, meine lieben Freunde, die auch Gestik kann und die hat das jetzt falsch verstanden. Ich bitte das zu entschuldigen. Ganz genau. So, also, nochmal weiter. Dich, das nächste Wort dich im Akkusativ, ein Probesatz dazu. Ich sehe dich. Und das kann ich nicht im Dativ sagen. Ich sehe dir. Das hört sich genauso falsch an, wie sich das hier auch präsentiert. Das geht gar nicht, weil aus dem ersten Satz haben wir schon gehört, dass das Verb, welches zuvor steht, maßgeblich beteiligt daran ist, ob es sich um eine Akkusativ- oder Dativzeitform handelt. Ich sehe ist das jeweilige Verb, Verben sind Tu-Wörter oder auch Tätigkeitswörter. Ich sehe dich. Es funktioniert nicht anders. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich sehe dir. Es funktioniert nicht. Dieses Verb leitet nahezu den Akkusativ ein. Und natürlich die Richtigstellung des Satzes ebenfalls grammatikalisch. Und hierzu habe ich noch weitere Sätze, die genau dasselbe tun. Das jeweilige Verb in diesen doch recht kurzen Sätzen zeigt uns an und ist maßgeblich beteiligt dafür, dass wir nun die Akkusativzeitform verwenden. Die Beispielsätze kommen jetzt. Ich sehe ist das Verb, also das Tu-Wort, dich. Ich höre dich. Und jetzt kann man das schon fast nachvollziehen, was ich euch damit versuche zu erklären. Ich kenne dich. Immer vor diesem letzten Wort, welches wir jetzt hier in der Akkusativzeitform verwenden, dich oder mich, steht ein Verb. Dieses Verb löst den Akkusativ oder die Akkusativzeitform aus. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich höre dich. Alles Verben, sehen, hören, kennen. Die Dativzeitform, so hatte ich schon zu Anfang des Videos gesagt, wird mit der Frage, wem wird etwas gegeben, erfragt. Wem gibt die Mutter das Eis? Mir gibt die Mutter das Eis. Oder auch, wem gibt die Mutter das Eis? Dir gibt die Mutter das Eis. Und so haben wir dann sehr schnell mit der Wem-Frage ermitteln können, in welcher Zeitform wir uns befinden. Und genauso ist es, wenn man zum Beispiel auch fragen könnte, wie geht es dir? Hier kann ich nicht fragen, wie geht es dich?
das ist leider so nicht möglich, da wir uns mit dieser Frage im Dativ befinden. Der Akkusativ findet hier keinen Halt. Hier ist kein Platz für den Akkusativ. Wie geht es dir? Immer wenn man darüber spricht, wie es einem geht oder was mit einem gemacht wird, dann ist es der Dativ, mit mir wird das und das gemacht. Mir geht es gut, dir geht es auch gut. Das wäre die richtige Dativ-Zeitform, liebe Freunde. Dann haben wir den Trick mit den Verben. Es gibt einige Verben, die die jeweilige Akkusativ- oder auch die Dativ-Zeitform auslösen. Und zwar haben wir für den Akkusativ folgende Verben, die den Akkusativ, die Akkusativ-Zeitform auslösen. Einmal haben wir da sehen, hören, lieben, fragen, treffen. Das sind alles die Wörter, die die Akkusativ-Zeitform auslösen, ihr Lieben. Ich sehe dich. Sehen ist das Verb. Ich höre dich. Hören ist das jeweilige Verb. Liebe, ich liebe dich. Lieben ist das jeweilige Verb. Ich frage dich ist das jeweilige Verb fragen. Treffen, ich treffe dich. Treffen ist das jeweilige Verb. Ich sehe dich, du triffst mich. Man kann es also so machen, wie es sich gerade aus der nächsten Situation ergibt. Dich oder mich. Ich sehe dich, du triffst mich. So ist es möglich im Akkusativ. Dann, noch wichtig, die Verben, die die Dativzeitform auslösen, da diese Verben, einige ganz bestimmte, ebenfalls die Angewohnheit haben, die Dativzeitform auszulösen. Liebe Freunde, liebe Abonnenten, liebe Zuschauer, geben wäre zum Beispiel ein Verb, welches die Dativzeitform auslöst. Warum sage ich geben? Ich gebe dir. Hier würde nicht die Akkusativ-Zeitform reinpassen, denn dann müsste ich ja sagen, ich gebe dich. Und das ist bitte nicht richtig. Dann weiter, helfen. Ebenfalls ein Verb, welches die Dativzeit auslöst, gar erfordert. Ich helfe dir. Ich helfe dich gibt es nicht. Das wäre die Akkusativzeitform. Dann weiter, danken. Ich danke dir. Und auch hier ist wieder genau das Gleiche. Akkusativ, ich danke dich, bitte nicht. Ja? Ich danke dir. So ist es richtig in der Dativzeitform. Mit diesem Verb danken. Dann das nächste Verb, welches immer die Dativzeitform auslöst. Antworten. Ich antworte dir. Und das geht nicht im Akkusativ. Ich antworte dich. Geht nicht, liebe Freunde. Es hört sich so falsch an und es ist so absolut falsch. Von daher, bitte, bitte diese Verben merken. Ein Verb habe ich noch für euch. Zeigen. Ich zeige dir etwas. Das wäre richtig. Ich zeige dir. Und hier könnte ich genauso wenig, also nicht möglich, die Akkusativzeitform verwenden. Ich zeige dich. Ja, nee, funktioniert erstmal nicht so. Zeigen ist auch ein Wort, was die Dativzeitform angibt. Dann weiter. Ich helfe dir, hatten wir schon gesagt, kann man auch nur mit der Dativzeitform machen. Ich helfe dir. Du gibst mir dein Auto. Du gibst mir das Auto. Hier geht es zum Beispiel auch nicht, dass ihr jetzt sagen könntet in der Akkusativzeitform, du gibst mich das Auto. Du gibst mich dein Auto. Nicht richtig, vorsichtig. Du gibst mir dein Auto.
Das ist dann richtig und das ist in diesem Fall dann die Dativzeitform, meine lieben Freunde. So, eine Hürde haben wir noch. 3 Hürden sind bis dahin, bis wir richtig deklarieren können, ob wir nun die Dativ- oder die Akkusativzeitform einsetzen und ob wir mich oder dich oder mir oder dir einsetzen. Die Präpositionen, liebe Freunde. Hier ist natürlich auch schon wieder der lange, ganz lange Arm der deutschen Sprache, die uns das Ganze etwas schwerer macht. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so schwer, wie ihr denkt. Präpositionen sind kleine Wörter, Verhältniswörter, die eine Beziehung zwischen verschiedenen Satzteilen ausdrücken und sie geben an, wo, wann oder wie etwas passiert. So sieht es aus, liebe Freunde. Das sind die Präpositionen. Im vorigen Video, ich hatte euch ein Video gemacht, da ging es auch schon um die Präpositionen. Schaut euch das bitte auch noch mal ganz kurz an, damit ihr da auch noch mehr Einsicht habt, was die Präpositionen im Einzelnen auch machen oder sagen, aussagen wollen oder gar dem ganzen Satz zu einem vollständigen Satz verhelfen können. So sieht's aus. Weiter geht es. Präpositionen für den Fall, Akkusativ oder Dativ, das muss man zuvor ebenfalls bestimmen. Denn wenn ich jetzt hergehe und frage, wem oder wen das jeweils dann für Akkusativ oder Dativ, dann heißt es ja immer noch nicht, dass ich jetzt auf einmal, zack, die Präposition auch schon weiß. Das wäre schön, aber nein. Es geht um die Präpositionen, die immer mit dem Akkusativ, mit der Akkusativzeitform verwendet werden. Folgende Wörter, also Präpositionen, sind das: durch, für, gegen, ohne und um. Lösen ebenfalls immer die Akkusativzeitform aus. Durch, für, gegen, ohne, um. Ich mache euch gleich ein paar Beispielsätze, damit ihr sehen könnt, was ich meine. Das ist für mich. Das ist zum Beispiel, das ist für, ist die richtige Präposition. Mich ist das jeweilige Wort, welches wir von ganz Anfang an gesucht haben. Mich wird hier eingesetzt, Akkusativ. Richtig, weil diese Wörter, diese kleinen Vorwörter, Verhältniswörter, die wir davor setzen, das ist für, Präposition, und dann im Akkusativ, weil das Wort ja mich heißt und nicht mir. Das ist dann in dem Fall kennzeichnend dafür, dass es ein Akkusativ, dass es die Akkusativzeitform ist. Exakt so sieht es aus. Dann das nächste Beispiel, Akkusativ. Wir verwenden immer noch die Präpositionen, die den Akkusativ auslösen. Ohne dich macht es keinen Spaß. Ohne Präposition, dich Akkusativ, macht es keinen Spaß. Je nachdem, welche Präposition wir angegeben haben, und das sind wieder ganz andere Sätze, als wir zuvor schon hatten, aber je nachdem, welche Präposition im folgenden Satz integriert ist, dementsprechend wird die jeweilige Zeit ausgelöst, Akkusativ oder Dativ, in unserem Fall jetzt Akkusativ. Ohne ist die Präposition, dich macht es keinen Spaß. Seht ihr, was da passiert? Da werden einfach die Präpositionen reingepackt. Die Präposition sagt, du hast jetzt bitte die Akkusativzeitform zu heißen. Jetzt kann ich nicht hergehen und kann sagen, ja, dann setze ich jetzt einfach mal die Dativform da rein, weil ich jetzt, weiß ich nicht, das vielleicht vergessen habe oder nicht gelernt habe. So, jetzt sage ich euch einmal den Satz falsch in der Dativform und mit der Akkusativpräposition. Ohne dir macht es keinen Spaß.
Das hört sich schon falsch an und das ist es auch, liebe Freunde. Denn diese Präposition löst nur die Akkusativzeitform aus. Ohne dich macht es keinen Spaß. Das ist dann ganz wichtig. Das ist die Grundessenz daraus. Weiter geht es. Wir haben noch mehr. So, weitere Präpositionen, die nur den Dativ, die Dativzeitform auslösen, sind, liebe Freunde, ich weiß, es ist viel, Präpositionen nur mit Dativ. Hier wird der Dativ ausgelöst. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu sind die jeweiligen Präpositionen, die immer die Dativzeitform aufrufen. Es geht nicht, dass ich dann so einen Satz im Akkusativ hier sage, offeriere möchte ich bald sagen, will sagen, das ist von mir. Von ist die richtige Präposition, die hier jetzt bitte den Dativ auslöst. Das ist von mir. Wenn ich das jetzt falsch machen würde, weil ich es nicht anders gelernt habe, weil ich es einfach nicht weiß, dann sage ich das falsch. Achtung, das ist jetzt nicht richtig. Das ist von mich. Und wie oft habe ich das gehört? In meiner ganzen Zeit, die ich Schüler habe, bis in die höheren Niveaus. Das ist egal, das habe ich immer wieder gehört. Bitte, bitte schaut euch das Video nicht nur einmal an. Wenn ich in den Videos etwas zu schnell spreche, dann schaut euch bitte, hier unten haben wir von YouTube, ungefähr hier müsste es sein, in diesen Videos, die Möglichkeit, meine Sprechgeschwindigkeit zu verringern. Wenigstens einmal, wenn nicht gar zweimal. So, dass das Ganze ganz langsam nochmal gesprochen wird. Ich versuche auch in jedem Video für euch sehr ordentlich und sauber zu sprechen, so dass ihr das auch alles sehr schön hören und auch verlangsamen könnt. Ebenfalls werde ich euch für dieses Video auch die Untertitel der deutschen Sprache mit hier hineinschreiben. Das mache ich sehr gerne für euch und das hilft euch auch. Wenn ihr die hier unten mitlaufen lasst, dann ist das für euch eine deutliche, ein Mehrerfolg, den ihr damit erzielen könnt. Langsamer schauen und mit Untertiteln und am besten nicht nur einmal. Und das sage ich nicht nur, weil ich das Video hier mache, sondern weil es einfach für euren Lernerfolg wichtig ist. Und ich glaube auch, dass man das sehr gut verstehen kann, was ich hier versuche, euch beizubringen. Unser letzter Satz, ihr Lieben. Wir sind in der Dativzeitform nach wie vor und wollen unsere letzte Präposition, die Präpositionen, die immer in der Dativzeitform sind, aus, bei, mit, nach, seit, von und zu. Hier erfolgt die Antwort immer im Dativ. Akkusativ funktioniert nicht. Ich gehe mit dir. Bitte, hier gibt es keine Akkusativzeitform. Es ist nicht möglich. Ich gehe mit dich. Das darf nicht funktionieren. Das ist die Akkusativzeitform und wäre völlig widersprüchlich dessen, was ich zuvor euch gesagt habe. Ich gehe mit dir. Mit ist die richtige Präposition. Dir ist das richtige Wort, was ihr hinten anfügt für die Dativzeitform. Bei den Verben geben, helfen, danken, antworten und zeigen habe ich euch gesagt, dass diese Verben die Dativzeitform auslösen. Das ist nicht ganz richtig, liebe Freunde. Denn das letzte Verb in dieser Reihe kann sowohl im Dativ als auch in der Akkusativzeitform gesagt, präsentiert werden, geäußert werden. Einmal habe ich richtig gesagt, ich zeige dir, was auch genau die richtige Dativzeitform ist. Wenn ich dieses Wort aber verwende, um eine Person oder eine Sache anzusprechen oder auszudrücken, dann könnte ich den Beispielsatz anführen,
Ich zeige dich an. Und schon bin ich in der Akkusativzeitform. Liebe Freunde, das wollte ich euch nicht verheimlichen. Ich zeige dir ist die Dativform dazu. Aber die Verben, die ich euch gesagt habe, gehen, helfen, danken, antworten und auch zeigen, lösen ebenfalls nahezu immer die Zeitform Dativ aus. Lern weiter mit mir die deutsche Sprache und schau dir auch noch dieses Video an.